Hallihallo, hier ist Epic Coaster und heute ist das neue Planet Coaster 2 offiziell vorgestellt worden, rausgekommen, veröffentlicht, nachdem es schon einige Ankündigungen vorher gab und wir uns wenig darauf gefreut haben, dass es endlich eine neue Version geben soll, ist die jetzt auch tatsächlich da. Ich habe das Spiel schon einmal gestartet, nur kurz um die Einstellungen anzugucken. Sonst habe ich tatsächlich noch gar nichts gemacht. Und das erste, was mir aufgefallen ist, ich bin glaube ich zu blöd, die Sprachversion umzustellen. Wir können uns gerne mal die Einstellungen angucken. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gefunden oder übersehen. Aber alles, was ich hier an Einstellungen finde, Eingabe, Ausgabe, Sound und so weiter und so weiter. Aber ich finde tatsächlich keine Möglichkeit hier irgendwo die Sprache umzustellen. Vielleicht weiß das ja einer von euch schon. Ich weiß es leider nicht. Na gut, müssen wir erstmal mit der englischen Version klarkommen. In der Vorbereitung auf das Release habe ich extra noch Planet Coaster gespielt, noch mal ein bisschen mit den ganzen Aktivitäten vertraut zu machen, was es da so alles gibt, wie das Spiel gespielt wird, was so die üblichen Baumöglichkeiten sind. Ich muss sagen, ich habe keine anderen Spiele von Frontier gespielt. Ich weiß, es gibt auch noch Planet Zoo, was in der Zwischenzeit rausgekommen ist, das habe ich nicht gespielt. Das heißt, ich weiß da tatsächlich gar nichts darüber. Ich bin trotzdem mal sehr gespannt darauf, was jetzt eventuell auch von diesen Planet Zoo Sachen in Planet Coaster mit reingeflossen ist, um das Spiel hier zu verbessern. First things first, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, bevor ich noch weiter rumquatsche. Ich bin mal sehr gespannt darauf, was uns hier so erwartet. Ich würde natürlich gerne mit der Sandbox anfangen, aber ich würde mal sagen, auch so aus Sicht von, dass es um ein bisschen Tutorial geht, würde ich mal mit der Karriere anfangen. Da fällt mir ein, vielleicht kann ich hier noch die Sprache umstellen, indem ich vielleicht einen Avatar und meinen Event habe oder sowas umstellen kann. Das sieht auch nicht wirklich danach aus. Ich würde mir erstmal 28 mal auf Randomize und gucken, was da nachher rauskommt. Aber ich glaube, da habe ich auch schon. Also starten wir mal den Karrieremodus mit. First Drop heißt es. Was haben wir denn zu tun? So. Erstmal geht es damit los, die generellen Funktionen des Spiels kennenzulernen. Ich würde sagen, ich lese mir das nicht alles durch. Das ist mir auch viel zu englisch. Ich drücke jetzt einfach mal auf Difficulty Settings. Das steht schon mal auf Medium. Okay, mal gucken, wie weit ich komme. Und dann los geht's. Why, hello there! I'm glad you could make it. I'm Oswald B. Thompson, the CEO of Coaster Coast. Oh, Oswald! I didn't realize we had a guest. I'm terribly sorry. It didn't come up on my schedule. Not to worry, Eugene. This is the person I was telling you about. You're looking at the successor of Coaster Coast. Well, providing everything goes smoothly, of course. I can't just hand them the keys to the kingdom now, can I, eh? Goodness, I do apologize. I've just checked my roster, and there you are, right between King Coaster and Queen Splash. Not quite sure how I managed to royally mess that up, but never mind. You're accounted for now. Marvellous! Well, with that sorted, I think it's about time Eugene, our brilliant ride engineer, and I showed you the ropes. Consider this your official induction. Gut, nach dem ersten Blabla heißt es also hier, dass wir unsere Arme und Beine innerhalb der Bahn behalten sollen und uns erstmal ein paar Lessons learned abholen sollen. Before we get started,
We have a checklist of objectives from HR that we need to go through. I know. But it's been company policy ever since one of our interns didn't know how to move around. We left them to it, only to find them in the same spot 3 days later. Oh, that won't be you, though. Let's try moving the camera around the park now. Okay, es fängt also wirklich bei den Basis-Basics an. Wir sollen also mal die Kamera. Schauen wir doch mal. Okay. Mit der rechten Maustaste gedrückt halten, bewegen wir die komplette Kamera. Wenn wir die in Mitte gedrückt halten, eine Rotation. Und mit dem Mausrad scrollen. I've got something that I think you'll enjoy. It's time to build your first ride. I'll hand you over to Eugene. He won Ride Engineer of the Year in 2016, so you're in good hands. I took the liberty of getting a ride ready for you to build. All you need to do is find a place to put it. Ach, schwer. Also, wir sollen unser erstes Fahrgeschäft aufbauen. Und zwar ein Teacup-Ride. Und auch das passt. Gut ist es, dass es überall gelb blinkt, wo wir hinklicken. Okay. Nicht viel Thematisierung. Und vermutlich irgendwo in diesem blauen Bereich. Gucken wir mal, ob das wird sehen. Ja, das ist weiterhin so wie früher. Y gedrückt haltend. Stellen wir das doch einfach mal hier mitten. Splendid! Our guests will need a way to access the ride, so let's add an entrance gate. Rein. And with every entrance, we need, that's right, an exit gate. You will need to connect a queue path to the ride entrance. Without one, guests will not be able to access the ride. Einen Eingang sollen wir bauen. Das ist auch nichts Neues. Das gab es natürlich im letzten Spiel auch schon damals bei Rollercoaster Tycoon natürlich. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie gebaut wird, hat sich stark geändert. Ja, das sieht definitiv anders aus. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Machen wir natürlich We gleich. obviously won't need queues for guests leaving the ride. Could you imagine? So you'll need to make sure you're connecting a standard park path to the exit gate. Ja, jetzt lass mich doch den Eingang erstmal fertig bauen. Hier bitte. So. Auf geht's. Ausgang. Wird natürlich auch gebaut. Was willst du And von mir? that's it. That's all the steps for building a ride. If you do need a handy little way to remember those steps, I used to remember it as BEEP. Building, entrance, exit, path. Oh, and don't forget to open the ride. Actually, that would make it Beepo, wouldn't it? Doesn't have the same ring to it. Na gut, dann eröffnen wir das Fahrgeschäft doch mal. It's also worth noting that our guests will have to pay for tickets to enjoy the rides in our parks. We control how much we charge, though. So let's encourage guests to ride our latest attraction by setting the ticket price to bargain for now. We can always increase the price later. As I like to say, when you achieve popularity, charge premium for prosperity. But one step at a time, eh? For now, a very well done and a shiny medal earned. That's your first ride built, and I'm sure it'll be the first of many. Wow, das war jetzt tatsächlich schon die erste Herausforderung. Wahnsinn, was wir alles geschafft haben. The addition of a new ride will have given a slight boost to our park rating. Geöffnet ist es. Geld kostet tut's nicht.
Also fehlen jetzt eigentlich nur noch die Fahrgäste. Da kommen wir auch schon jetzt. Mal gucken, ob man auch hier wieder in so eine Mitlauf-Vogelperspektive gehen kann. Ja. Gästekammer. Davon habe ich auch schon gehört. Wir müssen uns jetzt neuerdings darum kümmern, dass die Fahrgeschäfte auch ausreichend Strom haben. Was hat der denn für Mob am Kopf? Na, wenn das dann nicht die typischen Teacups von Max. Ich bin auch sehr gespannt darauf, was sonst noch so an Fahrgeschäften da drin ist. Ich meine, im Vorspann haben wir schon gesehen, dass diesen speziellen Tilt mit diesem 90-Grad-Drop nun gibt. Das ist ja was, das hatte Rollercoaster Tycoon 2 war es, glaube ich, oder 3. Und ich glaube, dass doch Vekoma jetzt genauso etwas herstellt und wir uns darauf freuen können, dass vielleicht sogar demnächst im Energylandia in Polen so ein Fahrgeschäft öffnen wird. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Okay, es geht immer noch mit O die Geschwindigkeit zu beschleunigen und nicht mehr mit P auf Pause zu schalten. Das wäre ja genau das Richtige für mich jetzt. Okay, wir müssen gucken, wie unsere Einnahmen sind. Na. Nicht, dass das hier langweilig wird. Parkrating. Multiple different factors contribute to this rating. So, you'll want to pay attention to the park rating overview. The better the rating, the more guests will visit. While driving the guest count up is good, we need to make sure the guests also remain happy while they're visiting. As you can see, we've just received a report that not all of the guests are enjoying themselves. It seems some are rather thirsty. To avoid this in the future, it's handy to keep checking on the Guest Needs tab. If things start dropping too low, you should step in and solve the issue before guests decide to leave. Let's start by quenching any thirst amongst our guests with a new drink shop. A new drink shop. Na dann, wo gibt's den denn? Facilities, Shops, Getränke. Ich hätte jetzt hier gleich mal einen Gulpi erwartet. Da ist er doch. Und natürlich muss auch hier wieder ein Weg dran. Perfekt. Und natürlich das Öffnen des Fahrgastes. Brilliant! Now, the guests will need somewhere to relieve themselves after all that intake. Why not build a toilet nearby? We wouldn't want our guests walking around with crossed legs now, would we? That isn't good for anyone's posture. Ich glaube, der hat aber auch einen Clown gefrühstückt heute. Dann bauen wir doch mal eine Toilette gleich in der Nähe. Mir jetzt vielleicht nicht so gut gefallen, aber nein, das Spiel will es halt so. Muss ja nicht direkt gleich an der Straße sein.
Weg hinbauen. Das ist ja sonst. So, auf geht's. Speaking of walking, guests will get tired pretty quickly and their energy will drop if they don't have a place to sit. We should make sure there are plenty of benches available. Think of them as Plankonian recharging stations. They're even wireless. Na, was passt denn hier am besten? Ja, ich glaube, die sind Floor Benches, oder? Gleich mal 3 Stück hindern. Amazing work! Eigentlich fehlen noch The Mülltonnen. guests will be a lot happier now. However, it does come at a price. More food and drink in the park also means more waste. Exactly. So it's important we have enough bins for people to properly dispose of their waste. Klar, immer weg mit dem Müll. Fantastic! That'll keep the park looking cleaner. We shouldn't stop there, though. Let's make the park look even better by adding some scenery around the ride you built. That way, guests can enjoy the view while they queue. Ein bisschen irritiert mich das, dass man manchmal auf Custom und manchmal auf Blueprint gehen muss. Da werde ich aber bestimmt noch rausfinden, wann das liegt. So. Einfach 3 Stück. Na dann gucken wir doch mal, was hier möglich ist. Das macht doch gleich mal was her hier. Immer durch den Triumphbogen durch. Ein bisschen seltsam ist die Steuerung. Doch. Ich habe immer das Gefühl, dass mir das wegrutscht, wenn ich drehe. Das dreht sich nicht um den Punkt, an dem sich das gerade befindet, sondern mehr einfach irgendwie so um die Mitte. Na, da will ich gleich Teecup mitfahren. Teecup. Genau. Das wird ja eigentlich hier super in der Mitte drauf passen. Mal gucken, ob sowas geht. I think that's everything checked off the scene list. Well done! Wow! The park is looking great! I can see why Oswald picked you. You're a natural. Now, if we're to keep adding more rides or facilities, they need to be connected to the power grid. Select an existing generator to view its info panel and see how much electricity it's producing. Gut, das ist definitiv neu. As you can see, the generator is powering a network that covers the area filled with rides and facilities. Let's expand that network to cover an open area of the park. To do that, place and connect the additional power facility to the grid.
Na, dann bauen wir doch einfach mal einen neuen Generator. Da ist er schon. Der soll einfach jetzt mit dem vorhandenen Netzwerk verbunden werden. Na, nichts einfacher als das. Nicely done. It's all running very smoothly indeed. But to keep the generators maintained and working, you must hire mechanics. Without them, the generators will start gaining a condition penalty, which will decrease the power output. Oh, it seems we don't actually have any mechanics hired. Well, that won't do. Let's hire a few straight away. It may seem excessive, but they're essential when it comes to the maintenance of rides and facilities. Na, dann gehen wir doch mal zum Personal. Ein Mechaniker. Kann man euch auch wieder so lustig fallen lassen. Früher konnte man die so ein bisschen werfen. Das scheint nicht mehr zu gehen. Gleich 2. Jetzt wird's aber aufhausig hier. Uh-oh. I must have jinxed it. We've had a ride break down. Good job we have those mechanics to go and nurse it back to health. An available mechanic will automatically be assigned to fix a broken ride. However, if one is not available, you will have to select the Call Mechanic button to reassign somebody to the job. Be careful, though, as reassigning a staff member might mean you no longer have coverage elsewhere. Hiring staff is just the beginning, though. You also need to pay attention to staff morale. If it gets too low, staff will start to quit their jobs. Breaks are absolutely essential when it comes to keeping staff morale up. And just like guests, our staff need a place to re-energize. To make all of their tired little dreams come true, you should place a staff building. Admittedly, they're not the most glamorous of buildings. So, I'd advise you to place your staff building away from the guest areas, wherever possible. After all, we don't want to bring down that scenery rating that you worked so hard to build up. Aber wenn die Gebäude doch nicht so schön sind, warum baue ich die dann an so einer prominenten Stelle hin? Dann hätte man die doch lieber hier irgendwo hinter so einem Baum verstecken können. Das wäre doch viel praktischer. Nein, wir müssen sie mitten in die Pampa setzen. Super. Na dann. Great! Now the park staff have somewhere to go on their breaks and enjoy some peace and quiet. We just need to ensure our inquisitive guests don't go waltzing on in there for the free coffee, claiming to be lost. The best way to avoid this is by connecting an exclusive staff-only path to the building. Guests won't dare step foot on those tiles. Das ist definitiv auch eine neue Funktion, dass man jetzt hier Wege bauen kann, die offensichtlich nur für das Personal bestimmt sind. We'll need to build a mechanic workshop. Here, mechanics will generate research points that are used to unlock new items for your park. Und auch das ist definitiv neu. Oh, das muss auch alles in diesen Bereich da hinten rein. Na super. Und eröffnen. Let's leave the mechanic to it for now. We'll revisit this soon. Oh, what an exquisite sight. I think I need a moment. Oh, get some every time. Ah, just in time. Our mechanic has earned enough research points to unlock something exciting. Let's take a look at the research tree and aim to unlock the coaster pack.
It'll bring a tear to Eugene's eye. Oh je, ein Forschungsbaum. Oh my! Oswald, is that the one I was designing? The very same, lad! I was just about to make a start on it. But I tell you what, why don't you walk our new friend through it? It would be my pleasure. Now, this is just a little something I made earlier. First things first, you'll need to select the blueprint. Aber natürlich. Wenn es darum geht, eine Achterbahn zu bauen, bin ich doch immer vorne mit dabei. Good. And place the coaster down wherever there is enough space. Ach, das ist so ein kleiner Coaster. Ja, ist doch ein kleiner Coaster. Perfect. One important note here is that, unlike flat rides, coasters need to pass a safety test before they can be opened. Now's as good a time as any. Would you like a countdown? 5, 4, 4, 4. Oh, you just want to get on with it? Ja. Oh, while we wait for the test to finish, let's take the opportunity to add some scenery around the coaster. Aber eigentlich möchte ich erst mal gucken, wie der fährt. Es ist doch immer das Schönste, wenn man eine neue Bahn gebaut hat, dass man sich angucken kann, wie sie sich denn bewährt. Okay, da können wir später noch mitfahren, dann bauen wir halt erstmal Szenerie. Eigentlich mache ich jetzt zunächst erstmal die Wege. Was hätten wir denn gerne als Szenerie? Für genügend vorhanden, dann können wir mal aus dem Vollen schöpfen. Das schaut ja schon mal gut aus. Den Baum müssen wir vielleicht ein bisschen stutzen, sonst könnte das ein oder andere Mal vielleicht die Hand dran glauben. Das sind ja jetzt nicht unsere Probleme, da müssen wir bestimmt Gärtner anstellen. Oh, and remember to open the ride like you did earlier on. Oh, that is a beauty! Terrific work, you two. This is a coaster that truly deserves a place in the spotlight. So, how about we put together an advertisement to mark the occasion? Head to the advertising tab in the park management menu
and let's show the world what the park has to offer. There aren't different audiences to cater for, however, so it's worth considering which advertisement will bring the most guests to your park. Osterlovers, da fühle ich mich ja sofort angesprochen. While we wait for our campaign to start bringing in more guests, why don't you try out the ride camera and experience all the exhilaration the coaster will have to offer firsthand? Einmal ausblenden, bitte. How was that? Enough for the time being? Thank Danke, you dass ich die again for all your Lifthill fahren hard durfte. work. Mann, Coaster Mann, Mann. Coast is going to be in the best of hands, I can tell. Oswald, you're not... I'm not going anywhere just yet, Eugene. Don't panic. We're just getting started, dipping our toes in the... Actually, hold that thought. I've got just the job lined up for you. I'll send you the details. See you soon. Gut, wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben wir jetzt unsere erste Tutorial-Mission soweit fertig gemacht und können jetzt einfach dieses Spiel weiterspielen. Aha. Da wird man aber auch gleich vor Herausforderungen gesetzt hier. Oh je, ich glaube, da muss ich mal was tun, dass hier mehr Strom generiert wird und die vorhandenen Geräte auch repariert werden. Vielleicht stelle ich einfach nochmal ein bisschen Personal ein. Ja, wo auch immer man jetzt das neue Personal einstellt. Oder einfach später. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier so machen können. Wir haben ja noch genügend Research Points übrig. Ich würde sagen, Zeit für ein Woody.
Das ist doch ein schöner Fleck. Da ist auch schon das passende Bauholz bereitgelegt. Na, der schaut doch schon mal klassisch aus. Hoppala. Vielleicht ein bisschen tief geraten, der Eingang. Mal gucken, wie wir das wieder retten können. Gibt es denn einen? Ja, sehr gut. Was mir eigentlich ja ganz gut gefallen hat, dass der hier tatsächlich so ein bisschen im Gelände drin ist. Terrain Coaster. Ja, wobei das ist vielleicht ein bisschen zu viel Terrain. Muss ich doch gleich nochmal in die Einstellungen reinschauen, weil eigentlich darf sowas doch gar nicht passieren. Ah, die Collisions sind ausgeschaltet. Ein neues. Das habe ich jetzt davon. Na, das schaut doch so richtig toll. Natürlich braucht das Gerät auch Strom, das ist ja sowas wie Jo, und mit? Pet? Wo hat denn der seine Steckdose?
Na doch. Jetzt hat er Strom. Was wollt ihr eigentlich hier in der Zwischenzeit alles? Ja, das weiß ich doch, dass die Gäste da nicht hinkommen. Da muss noch ein Weg hingeführt werden. Man kann doch auch nicht alles auf einmal bauen. Dann lassen wir doch mal einen Test laufen. Das sieht ja schon gar nicht mehr so gut aus hier. Warum kommt denn da kein Personal hin? Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Irgendwo muss man doch das Personal einstellen können. Hier sicher nicht. Nö, finde ich jetzt irgendwie nicht. Vielleicht ist das auch einfach noch nicht vorgesehen im Tutorial. Dann repariere einfach. Schön. Gut, wenn ich mir das so anschaue, dann wird man hier definitiv einiges mehr machen können, als man in Planet Coaster in der ersten Version hatte. Wenn man hier auch noch entsprechende Dienstpläne berücksichtigen muss. Was macht eigentlich der Seatmap da oben? Schaut gut aus. Los geht's. Ich würde sagen, jetzt ist es doch wieder an der Zeit hier mal so einen Wahnwitz. So, bitteschön. Schön detailliert gearbeitet hier wieder. Gab es doch früher auch die Möglichkeit, das cinematische Kameraansicht zu machen. Ja, sehr cinematisch, so die Wagen von oben. Aber man kann trotzdem ganz gut erkennen, an welchen Hersteller die das angelehnt haben. Das sind definitiv die Millennium Flyer Züge von GCI, von Great Coasters International. Aber trotzdem würde ich jetzt doch gerne mal eine Fahrt machen.
Gäste kommt und steigt ein. Machen wir nochmal eine Testfahrt mit dem Damm. Und los geht die wilde Fahrt. Mit dem Mauszeiger. Da kriegt man doch gleich Lust, wieder Holzachterbahn zu fahren. Ja. Trotzdem fehlt mir noch dieses irre Gefährt. Auch hier, wenn man sich die Schienen anguckt, da ist es klar, dass es nicht eindeutig ist, dieser. Wer denkt dann nicht gleich an die alten Metro-Maschinen, die Züge? Kriegt vielleicht gleich Nackenschmerzen dabei. Ja. Mal schauen, wie eigentlich die Züge dann verwischen. Sehr schön. Weil ich dieses Zugdesign so gar nicht kenne.
Aber wir haben doch vorhin noch eine Bahn bauen sollen. Dann schauen wir doch mal, was wir da noch hingestellt haben. Das ist das typische Box-Track-Design von von und ich glaube, wenn wir uns die Züge nochmal genauer angucken, dann versuche ich mal näher ranzukommen hier. Ja, da haben wir definitiv eine kleine, aber feine. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber das stört mich. Man hat hier die Möglichkeit, diese Heatmap anzuzeigen, was ja auch schön und gut ist. Ich habe die Möglichkeit, während ich die Bahn fahre, mit Tabulator Panels auszuwählen. Aber dieses blöde Heatmap bleibt immer noch drauf. Lässt sich irgendwie gar nicht entfernen. Na gut, ich glaube, wir haben unsere ersten Missionen, unser erstes Tutorial haben wir gemeistert und dann können wir das einfach mal ja, alles geschafft. Haben wir unser erstes Spiel geschafft. Vorsichtshalber mal speichern. Jetzt geht es mich natürlich doch noch. Was können wir denn alles in der Sandbox schon machen? Ja, auf die Schnelle eine Sandbox dahinstellen.
Da wummt es schon. Die Leute kommen gleich mit Bussen daher und fahren wahrscheinlich auch gleich wieder, wenn ich denen nicht ordentlich was zu bieten habe. Schaut euch mal diese riesen Türen an in den Bussen. So, was gibt's denn hier? Fangen wir doch mal an. Side Friction. Murphy and Son Starten. Maurer Rides wollten die wahrscheinlich eigentlich dahin schreiben. Ja, genau. Ein Skywheel. XT 1500. Ja, das ist er. Was haben wir denn noch so? Mit der Namensfindung waren sie schon ein bisschen kreativ. Valais und Mitwalden für Bollinger und Mabiat. Start Kinetics statt Aerodynamics. Oh, High Peak Constructions für RMC, das ist auch nett. Die GCIs haben wir schon gesehen. Ja, doch. Ich finde, dass man die Designs relativ gut erkennen kann. Automax wird wahrscheinlich so eine Art Intermin sein. Statt Intermin Automax. Und die Premier Rides werden zu Premium Rides. Sehr schön. Was haben wir denn im Bereich der Flat Rides im Angebot? Ich glaube, das bleibt vielversprechend. Ah, okay. Big M sind dann die Mag Rides. Ja, das war die erste Stunde für mich mit dem neuen Planet Coaster 2. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim